Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute gibt es ein richtig köstliches Gericht, Mashallah, und zwar Hähnchen-Paprika-Sahne-Gratin mit Käse überbacken. Dieses Rezept zählt zu meinen Lieblingsgerichten und ich kann euch stark empfehlen, dieses herrliche Gericht nachzukochen. Gesund ist es außerdem, weil das Fleisch von artgerecht gehaltenen Bio-Weidetieren stammt, weshalb man dieses herrliche Gericht wirklich genießen kann. Wir benötigen dazu etwa 500 Gramm Hähnchenbrust, wie gesagt von artgerecht gehaltenen Bio-Weidetieren, die ich dann jeweils in 6 Teile schon geschnitten habe. An Gewürzen verwenden wir Kurkuma, frisch gemahlener Koriander, Knoblauchpulver, Halitsalz und Kräuter der Provence. Und frisch gestoßener schwarzer Pfeffer, den hatte ich hier vergessen jetzt zu filmen. Das Ganze wird alles vermischt und dann werden wir diese Gewürzmischung jetzt hier auf diese Hähnchenbruststücke verteilen und diese von beiden Seiten damit bestreuen. Ich hatte außerdem auch vergessen, das Paprikapulver hinzuzugeben. Das gebe ich dann hinterher nochmal separat hinzu. Das ist einfach für die schöne Farbe und aber auch für den Geschmack wichtig. Die Gewürze werden auf beiden Seiten nochmal schön gründlich in das Fleisch eingerieben. Und hier kommt wie gesagt noch das Paprikapulver hinzu. Inzwischen haben wir jetzt schon Bio-Ghee in die Pfanne gegeben und dieses wird jetzt erhitzt. Mein Video dazu, wie man das Bio-Ghee selber herstellen kann, das kann ich euch hier oben gerne verlinken. Jetzt kommen die 6 Hähnchenbruststücke hier in diese große Pfanne und werden daran von beiden Seiten goldbraun angebraten. Während die Hähnchenbruststücke in der Pfanne braten, werden wir dann schon mal die Paprika schneiden. Dazu verwenden wir natürlich wieder die Bio-Paprika, ganz wichtig, die wir dann in mundgerechte Stücke stifteln und ich habe insgesamt 2 große Paprika dafür verwendet, für diese große Auflaufform. Denn der ganze Boden dieser Auflaufform sollte damit bedeckt sein. Sobald das Hähnchenfleisch von allen beiden Seiten jetzt goldbraun angebraten ist, nehmen wir sie aus der Pfanne heraus und geben sie auf die Paprikastückchen in die Auflaufform und die Pfanne werden wir jetzt weiter benutzen. Und daran kommt jetzt eine grob gehackte Bio-Zwiebel und die braten wir jetzt so lange an, bis sie anfängt etwas braun zu werden. Und zwar wird sie natürlich hier in dem gleichen Ghee angebraten. Wir brauchen kein neues hinzuzugeben. Man könnte zu den Zwiebeln noch den Trester meines natürlichen Antibiotikums hinzugeben. Das würde zusammen mit den Zwiebeln sehr lecker schmecken. An Gewürzen nehmen wir wieder Pfeffer, Kräuter der Provence, Knoblauchpulver, Kurkuma und Bio-Gemüsebrühe. Salz gebe ich kein weiteres hinzu, weil das Fleisch schon gesalzen ist und auch noch die Knochenbrühe hinzukommen wird. Die Gewürze und das Paprikamark kommen zu den karamellisierten Zwiebeln hinzu, werden kurz mit angebraten, bevor wir dann das Ganze mit der Knochenbrühe ablöschen. Anstelle des Paprikamarks könnte man auch einfach nur Tomatenmark verwenden. Ich benutze hier die Kraftbrühe von Josefs Bio. Allerdings könnte man natürlich auch die Knochenbrühe selber herstellen. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben auch nochmal gerne. Daran werdet ihr dann die vielen gesundheitlichen Vorteile einer Knochenbrühe ersehen können. Als nächste und letzte Zutat kommt dann Bio-Schlagsahne hinzu, und zwar ein ganzes Päckchen. Und das werden wir alles jetzt zusammen einmal kurz aufkochen lassen, den Herd schon mal abstellen und dann kommt diese Soße jetzt hier in einen Behälter und wird dort püriert. Mit einem Pürierstab hier in meinem Fall. Man könnte natürlich die Soße auch in einem Mixer pürieren. Und das war's auch schon. Diese köstliche Soße kommt jetzt einfach hier über diese Hähnchenteile und die Paprikastückchen. Wir decken dann die Auflaufform erstmal mit einer Schicht Backpapier ab und dann mit Aluminiumfolie. Die kommt nicht direkt über die Auflaufform, weil sie sonst das schädliche Aluminium in die Speise abgeben würde. Das Ganze wird jetzt im vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius, Ober- und Unterhitze, so lange gebacken, bis wir jetzt eine goldbraune Farbe ersehen, wie hier jetzt zu sehen. Und dann geben wir noch geraspelten Bio-Käse darüber, geben das Ganze nochmal wieder in den Ofen zurück und am Ende sieht das Ganze so aus hier. Goldbraun überbacken, ganz köstlich, hat einen wunderbaren Duft und wir dekorieren dann mit Petersilie. In der heutigen Zeit, wo der Trend zum Veganismus neigt, sollten wir versuchen, mehr Biofleisch in unseren Speiseplan zu integrieren. Denn das Protein in Fleisch und Geflügel ist vollständig, weil es alle für die Gesundheit essentiellen Aminosäuren enthält. Ferner enthält Fleisch das Hemeisen, das zur Vorbeugung von Anämie beiträgt, da der Körper dieses Eisen besser aufnimmt als Nicht-Hemeisen, das in pflanzlichen Lebensmitteln wie Gemüse enthalten ist. Nährstoffe in Fleisch, einschließlich Eisen und Zink, werden normalerweise leichter vom Körper aufgenommen und verwendet.
Hochwertige Proteine aus Fleisch und Geflügel beugen nachweislich Muskelabbau im Alter effektiver vor als andere proteinhaltige Nahrungsmittel. Es hat sich auch gezeigt, dass fleischlose Diäten geringere Mengen an Calcium, Vitamin D, Vitamin B12, Protein und Omega-3-Fettsäuren enthalten, die eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Knochengesundheit spielen. Tierische Produkte wie Fleisch sind die einzigen natürlichen Quellen für Vitamin B12, das die Gehirnentwicklung bei Kindern fördert und ihrem Nervensystem hilft, richtig zu funktionieren. Eine proteinreiche und kohlenhydratarme Ernährung, die Fleisch und Geflügel enthält, kann helfen, den Blutzucker zu kontrollieren, um nur einige der vielen Vorteile von Fleisch gegenüber pflanzlichen Nahrungsmitteln zu nennen. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.